Hoi zusammen! Heute will ich euch ein bisschen berichten, wie es läuft mit Schweizerdeutsch. Viele von euch haben gefragt und ich werde auch ein paar Sätze sagen, aber ich will schon klarstellen, dass ich leider noch nicht so viel spreche, aber inzwischen verstehe ich schon viel mehr, was mir natürlich eine Riesenfreude bereitet und ja, lass uns anfangen. Erstmal vielen Dank an meine Patrons oder wie man hier so schön sagt, merci vielmal. Ja, also vielleicht manche Leute von euch kennen ein bisschen die Schweizer Mundarten oder Dialekte, sind eigentlich Sprachen. Also es ist eine Sprache mit verschiedenen Dialekten. So habe ich das Gefühl, trifft es am besten zu. Aber auf jeden Fall bin ich in der Berner Region, also Kanton Bern und lerne dementsprechend auch Berndeutsch, weil ja auch es gibt verschiedene Mundarten und ja, wie gehe ich damit um? Also, was ich persönlich machen will, ich will natürlich nicht nur Berndeutsch verstehen. Natürlich, wenn ich das versuchen sollte zu sprechen, würde ich eher versuchen, die Mundart von hier zu sprechen. Aber gleichzeitig schließe ich auch nicht aus, andere Mundarten zu verstehen. Zum Beispiel, ich gucke mir so ein YouTube-Channel an. Das heißt, glaube ich, Swiss German. Ich werde sowieso alles teilen und auch hier im Bildschirm teilen. Dann gibt es verschiedene Podcasts, die ich höre. Eins ist tatsächlich von Bern, das heißt Theater Mate. Und das ist super interessant, weil das ist tatsächlich auch für Berner gemacht oder für Schweizer gemacht, aber die sprechen nicht so schnell. Deswegen ist es ein bisschen comprehensible input oder wie sagt man auf Deutsch, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich ein bisschen diese natürliche Methode zum Lernen, was voll cool ist. Aber eigentlich ist es nicht für Lernenden gemacht. Das ist ganz normal für Berner gemacht. Aber das ist halt so ein bisschen so ein Gespräch. Es gibt immer Gäste und sie sprechen ganz normal, aber sie sprechen nicht mega schnell. So dass, nachdem ich halt jetzt auch, was ich auch gleich erklären werde, ich habe einen Kurs gemacht in der Volkshochschule und das hat mir wirklich viel gebracht, was Verstehen angeht. Und so kann ich jetzt zum Beispiel einen Podcast hören und verstehen. Aber wenn ich mal auf der Straße bin und jemand redet und ich habe gar keinen Kontext, dann verstehe ich es meistens nicht. Aber klar, wenn es einen Kontext gibt, wie zum Beispiel man geht zur Bäckerei oder man geht zum Supermarkt oder man hört zum Beispiel eine Folge von einem Podcast und die sprechen über ein bestimmtes Thema, dann kann ich es schon ziemlich gut verstehen. Ja, also da bin ich gerade. Genau. Wie gerade erwähnt, habe ich einen Kurs gemacht. Ich habe ein Buch benutzt, das ist Berndeutsch und das gefällt mir ganz gut. Und was mir am meisten gefallen hat von dem Kurs war, dass die Lehrerin immer auf Berndeutsch gesprochen hat und das war wirklich sehr viel comprehensible Input, weil 1,5 Stunden hat sie einfach auf Berndeutsch geredet und man hat schon ganz viel mitgenommen. Und die Lektionen waren ja auch an sich interessant. Es waren die wichtigsten Sachen, die man so am Anfang braucht. Ich weiß, ich bin nicht immer so ein super Fan von Kursen, aber ich finde, das gibt einem die Basics, also die Struktur weiterzumachen. Also, weil ich finde zum Beispiel vor allem bei Schweizerdeutsch, also als ich Schwedisch oder Italienisch gelernt habe, es sind, sage ich mal, offizielle Sprachen und ich kann immer online voll viel finden. Aber ich habe zum Beispiel, oder vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden, aber von Berndeutsch gibt es gar kein so Wörterbuch, wo ich halt wirklich nachschlagen kann, wie schreibt man das. Es gibt auch keine einheitliche Schreibweise. Das macht es ein bisschen anders wie bisher. Also bisher war immer alles so gut. Ich lerne Italienisch, es gibt italienische Wörterbücher, es gibt Kursen online, ich kann auch, weiß ich nicht, DeepL benutzen oder so und dann weiß ich hundertprozentig, wie schreibt man das. Aber das ist halt in dem Fall ganz anders. Das ist was Neues für mich, auch spannend. Aber klar, hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Und deswegen finde ich einen Kurs gerade in dem Fall sehr gut. Genau. Wir können auch ein paar Sätze sagen. Ich kann auch nicht viel sagen. Ich will euch nicht enttäuschen. Ich verstehe schon einiges, aber so selber sprechen kann ich nicht viel.
Aber ich werde jetzt mich kurz vorstellen und mal schauen, was ihr versteht. Hallo zusammen, ich heiße Laura, ich komme von Barcelona. Ich rede zum Beispiel Katalanisch, und Spanisch, und Englisch und ein bisschen Schweizerdeutsch. Ich bin angestellt, ich arbeite mit Menschen. Ich habe nicht so gut Berndeutsch. Ich verstehe viel, aber ich kann nicht reden. Okay, so ihr habt es vielleicht so ein bisschen verstanden. Eigentlich ist es schon ähnlich. Was mir aufgefallen ist beim Berndeutsch, ist, dass vieles kürzer ist. Also es gab einen Satz, das war wirklich der Hammer. Ich dachte, was ist hier los? Und mal schauen, ob ihr das verstehen könnt. Nachher sage ich, was es bedeutet. Hayoho. Hayoho. So, ich hoffe, ich habe es auch gut ausgesprochen. Ha, kann, I, ich, O, auch, ho, kommen. Und ihr seht zum Beispiel kann, kommen, ha, ho. Alles kürzer und dieses Sound K, also kommen, ist kommen, ne? Die sagen auch teilweise, zumindest so hat sich für mich angehört, die sagen auch danke, danke. So, anstatt danke, danke. Die sagen auch, es gibt viel Einfluss vom Französischen, so merci, merci vielmal. Und ihr seht auch, anstatt vielmal, sag vielmal, die sagen auch oft anstatt L, U. Zum Beispiel Aue, Aue Lut, alle Leute. So, vieles ist kürzer und man entwickelt so ein Gefühl. Oder zum Beispiel chli. Chli bedeutet ein bisschen. Und es kommt von klein, denke ich mal. Chli. Wenn man halt diese Regel kennt, dass K, Ch wird, dann ist es einfacher, so solche Wörter zu entziffern. Genau. Und das ist alles super spannend. Was ich auch sehr interessant finde, was ich auch jetzt benutze, sind Memes. Ich werde euch ja auch hier so ein Meme lassen. Ich folge eine Seite auf Instagram, die nennt sich Swiss Memes. Und das ist witzig und du kannst auch die Kommentare lesen. Tatsächlich schreiben die Leute auch auf Social Media auf Schweizerdeutsch. Und natürlich, dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt Berndeutsch, ist das jetzt Zürichdeutsch oder was auch immer. Aber im Endeffekt ist es für mich egal. Also ich versuche jetzt alles zu verstehen. Natürlich, wenn ich halt sprechen will, was ich möchte persönlich. Aber viele haben gesagt, nee, man sollte nicht auf Mundart sprechen. Also es gibt so, die Leute sind sich da nicht einig, sollte man nicht. Ich habe sogar einen Deutschen kennengelernt, der ist schon seit über 20 Jahre hier und der hat gesagt, nee, das fühlt sich für mich falsch an, sozusagen. Also der versteht alles und die Leute wechseln dann auch nicht mehr. Aber für mich fühlt sich das, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also natürlich, es hat keine Eile, wenn ich hier länger bleibe, habe ich auch Zeit, aber ich denke mir, es wäre doch schön, wenn ich das ein bisschen sprechen kann, weil das zeigt auch, okay, ich möchte mich anpassen und ich möchte nicht, dass die anderen sich wegen mir anpassen oder so. Also ich finde es schon schön, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn ich halt Hallo sage, ich jetzt, weiß nicht, irgendwo hin, dann sage ich Grüß euch, es ist typisch hier im Kanton Bern, man sagt nicht Grüezi, man sagt Grüß euch, anstatt euch, dann euch, Grüß euch. Und dann sage ich merci vielmal und so weiter oder schöner Tag, was auch sich total falsch anfühlt. Also es ist nicht falsch, aber natürlich ist es anders wie auf Hochdeutsch. Und was ich auch interessant fand, ist, die haben auch dieses Schriftdeutsch. Genau, das ist, also die nennen Hochdeutsch Schriftdeutsch. Und was ich auch sehr interessant fand, ist dieses oder. Also die sagen oft, auch wenn sie Hochdeutsch sprechen, sagen sie das oder am Ende, obwohl das gar keine Frage ist. Also so, ich kann es auch gar nicht nachmachen, so wie schönes Wetter, oder? Aber es ist nicht wirklich dieses normale oder, wo du eine Antwort erwartest, sondern es ist anders einfach. Und ich finde es sehr spannend, es gefällt mir ganz gut. Ich will natürlich nicht sagen, dass es süß ist, weil ich weiß, das ist eine Beleidigung. Das will auch keiner hören irgendwie, aber ich mag es. Also es gefällt mir.
Ja, mal schauen, wo mich das alles hinführen wird. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich einen Kurs benutzt mit einem Buch. Habe ich auch so diese Swiss Memes, Podcast, YouTube-Kanal, werde ich alles unten ja, in der Beschreibung hinterlassen. Und ja, in der Zukunft hoffe ich, dass ich einfach ein Tandem finde. Jemand, mit dem ich wirklich dann anfangen kann zu sprechen. Und ich schließe nicht aus, weiter zu machen mit den Kursen. Also der Kurs ist jetzt zu Ende, aber es war super und vielleicht mache ich noch einen Kurs. Vor allem für mich, weil ich arbeite von zu Hause aus und so kenne ich auch Leute lernen. Das ist auch cool. Genau, also das war jetzt bis jetzt meine Erfahrung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, Kommentar. Ihr könnt es auch teilen und alles Mögliche machen. Und vielen Dank an meine Patreons. Merci vielmals. So, dann bis bald. Ciao.